Willkommen zum heiligen Zusammensein in Wahrheit. Wer bist du? Woher kommst du? Wie oft bist du gekommen und wie oft bist du schon gegangen? Und dennoch hast du jemals innegehalten, um wahrhaft zu fragen, wer bin ich? Wärst du dieser Frage mit der Tiefe deiner Essenz begegnet, so hättest du nie wieder zurückkehren müssen in das Rad der Wiederkehr und des Leidens. Hättest du erkannt, wer du bist, dann hätten die Ketten des Karmas keine Macht mehr über dich, dann würde die Illusion des Getrenntseins vergehen und du würdest heimkehren zu deiner ursprünglichen Natur. Sein, Existenz, Wonne. Denn genau das bist du. Denn genau das warst du schon immer und wirst es immer sein. Es ist einfacher, als der Verstand je glauben mag. Zu Beginn, besonders für jene, die zum ersten Mal diesen heiligen Boden betreten, darfst du nur eine Frage tief in deinem Inneren stellen. Wer ist der Sehende? Schließe deine Augen und blicke nach innen. Alles, was du siehst, ist ein Objekt. Doch der Sehende ist das Subjekt. Du bist nicht das, was du siehst. Du bist derjenige, der sieht. Du bist nicht der Körper, denn du siehst den Körper. Du bist nicht die Gedanken, denn du beobachtest die Gedanken. Und du bist auch nicht die Gefühle, denn du bist derjenige, der sie wahrnimmt. Geh etwas tiefer, immer tiefer durch deine Schichten der Identifikation. Spüre den Atem, aber du bist auch nicht der Atem, denn du spürst, wie er kommt und geht. Du bist nicht deine Sinne, denn du nimmst sie wahr. Auch bist du nicht das Handeln, denn du beobachtest die Bewegungen deines Körpers. All das sind Wellen auf der Oberfläche des Ozeans des Seins. Doch du bist der stille Grund des Ozeans. Du bist das zeitlose Bewusstsein, der unberührte Raum, in dem alles erscheint und verschwindet. Hier, in diesem heiligen Augenblick, gib jede Suche auf. Verweile in der Stille. Rühre keinen Gedanken an. Sei einfach. Ohne Absicht, ohne Ziel. Und in dieser Leere offenbart sich die Fülle. In dieser Stille spricht die Wahrheit. Es gibt keinen Weg, keine Methode, keinen Ort, den du erreichen müsstest. Erleuchtung ist kein Ziel, sondern das Erwachen zur Einfachheit des wahren Selbst. Sie ist keine Belohnung, sondern die Entdeckung dessen, was du immer schon warst. Das reine, formlose Bewusstsein.
Freiheit ist näher als dein Atem, tiefer als deine tiefsten Gedanken. Sie ist das Licht hinter dem Licht, das sieht. Sie ist das Leben, das durch dich atmet. Lass alle Anstrengungen los. Verliere dich nicht im Suchen, sondern erkenne, dass du angekommen bist. Sei still und koste diese Ewigkeit. Lausche mit dem inneren Ohr, dem stillen Herzen, denn die Wahrheit, die hier erklingt, ist kein fernes Versprechen, sondern die immerwährende Gegenwart deines eigenen Seins. Du bist frei. Du warst es immer. Glaube es. Du kannst nicht werden, was du bereits bist. Alles, was dir wie ein neues Erreichen erscheint, ist nur ein flüchtiger Schein, denn was wirklich ist, kann nicht verloren gehen. Du bist die Freiheit selbst, die ewige Unbegrenztheit, das Licht hinter allen Formen. Die Illusion, etwas erlangen zu müssen, ist der Schleier, den du selbst gewebt hast. Jeder Versuch, jede Methode, die du beginnst, mag dir wie ein Weg zur Freiheit erscheinen, doch oft ist sie nur ein weiteres Kleid der Täuschung. Denn indem du suchst, entfernst du dich von dem, was du bist. Die Freiheit ist nicht am Ende des Weges zu erlangen. Sie ist hier, jetzt, in der Tiefe deines eigenen Seins. Wenn alle Versuche verstummen, wenn alle Methoden beiseite gelegt werden, wenn kein Gedanke mehr gerührt wird, dann, oh dann fragt dich die Stille selbst, wer bin ich? Und in diesem Fragen, rein und unberührt von jedem Konzept, offenbart sich die Antwort. Du bist das. Und wenn du mit der Unschuld und Ehrlichkeit eines Kindes lauschst, dann genügen diese Worte. Dann fällt der Schleier und die Illusion schmilzt im Licht des Bewusstseins. Doch wenn Zweifel bleiben, wenn die Wahrheit wie ein ferner Stern scheint, dann nimm dieses Mantra in dein Herz und sage dir, ich bin frei. Ich bin frei. Ich bin frei. Atme es ein und atme es aus. Lass es dein stiller Begleiter sein in jeder wachen Stunde, in jedem Traum, in jeder tiefen Ruhe des Schlafes. Bis zur letzten Atembewegung sei dir bewusst, ich bin frei. Ich bin frei. Und ich verspreche dir, wenn du diese Wahrheit lebst, wirst du nie wieder zurückkehren in den Kreislauf des Leidens. So oft hat man dir gesagt, dass du nicht frei bist und du hast es geglaubt. Betrachte das Geschenk dieses Augenblicks. Du bist hier, du bist frei, du bist das Licht selbst. So viele Seelen wandeln blind durch die Welt
Doch du hast die Tür gefunden. Du repräsentierst die Sehnsucht von Milliarden Seelen. Du bist das erwachte Herz unter den Schlafenden. Und ja, die Welt hat jene, die sagten, ich bin frei, oft mit Steinen beworfen, sie ans Kreuz geschlagen, sie zum Schweigen gebracht. Doch heute, hier in diesem Raum, darfst du es aussprechen, darfst du es glauben, darfst du deine Freiheit leben. Du bist gesegnet, in einem Zeitalter zu sein, in dem die Wahrheit so nah ist wie dein eigener Atem. Sieh, wie die Wahrheit wie ein Lauffeuer die Herzen entzündet. Du bist ein Teil dieses heiligen Spiels. Du bist das Licht, das die Dunkelheit durchbricht. Lasse alle Anstrengungen los. Kehre ein in den heiligen Tempel deines Herzens, wo keine Armee der Welt dich erreichen kann. Dort, im stillen Raum deines Herzens, leuchtet die Freiheit wie eine ewige Flamme. Inmitten des Lärms der Welt, in deinem eigenen Apartment, in der Tiefe deines Herzens, dort ist die Stille, die du suchst. Ja, die Welt ist verschmutzt, die Luft, die Erde, die Ozeane, selbst unsere Nahrung. Doch die Reinheit, die du suchst, wohnt nicht außerhalb. Sie wohnt im unberührten Bewusstsein, jenseits der Sinne, jenseits der Gedanken. Es gibt keinen Grund zu warten. Morgen ist nur ein Schatten, der im Nebel der Zeit schwebt. Heute, jetzt, in diesem heiligen Augenblick liegt die Freiheit bereit, auf dich zu strahlen. Du brauchst keine Übung, keine Mantren, keinen langen Weg. Nur dieses Erkennen, ich bin frei. Sorge dich nicht, halte nicht fest. Was auch immer erscheint, ob Schmerz oder Freude, ob Einsamkeit oder Gemeinschaft, ob Stille oder Sturm, alles ist gut. Dieses Alles ist gut ist kein Gleichgültigsein, sondern die höchste Form der Freiheit. Es ist wie der weite Himmel, der die Wolken ziehen lässt, ohne je selbst berührt zu werden. Es ist wie der Ozean, der die Wellen trägt, ohne je aus seiner Tiefe zu weichen. Du bist nicht der Reisende, sondern das Ziel selbst. Du bist nicht die Welle, sondern das Meer. Du bist nicht der Gedanke, sondern das Bewusstsein, das ihn wahrnimmt. Einfach sein, einfach lauschen. Dies ist der Schlüssel zur Wahrheit. In der stillen Gegenwart, im unaussprechlichen Raum des Seins, wohnt das Mysterium, das weder Form noch Namen kennt. Es ist die Essenz, das reine Sein, das unberührte Bewusstsein, das ewig fließt, ohne je in Bewegung zu sein. Es ist das Loslassen alter Geschichten, alter Identitäten und aller Konzepte. Es ist die ultimative Einladung, den Tod des Egos zu erfahren, den Moment, in dem nichts mehr bleibt, außer das reine Bewusstsein. Was bleibt, wenn der Atem stillsteht, wenn der Verstand zur Ruhe kommt,
wenn selbst der Wille verschwindet. Nur die Quelle. Die Quelle ist kein Ort, sondern ein Zustand. Sie ist die Unendlichkeit, die immer hier und jetzt ist. Und in diesem Raum gibt es keine Bewegung, keinen Gedanken, kein Ich. Es gibt nur das stille Strahlen des Seins. Ich werde nirgendwo hingehen. Dies ist die Erkenntnis des Weisen. Denn wohin sollte das Unendliche gehen? Es ist bereits überall. Die Quelle verlässt niemals sich selbst. Lass dich in diese Leere fallen, in diesen Ozean der Stille. Hier gibt es nichts zu tun, nichts zu erreichen, nichts zu vermeiden. Alles ist bereits vollendet. Aus dieser Quelle fließt das Leben in seiner reinsten Form wie ein Fluss, der niemals versiegt. Lausche dieser Stille und du wirst erkennen, du warst nie verloren. Du warst immer zu Hause. In der Stille des Erwachens liegt eine unendliche Weisheit verborgen, die alle Ängste und Zweifel auflöst, wie der Tau, der in den frühen Morgenstunden von der Sonne getrocknet wird. Die Frage, wer bin ich, ist der Schlüssel, der uns zu dieser Quelle führt. Es ist nicht einfach eine intellektuelle Frage, es ist eine Frage des Herzens. Es ist eine Frage, die uns aufruft, in die Tiefe unseres eigenen Seins zu schauen, hinter die Gedanken, hinter die Identifikation mit dem Körper, hinter jede noch so subtile Form der Trennung. Wer bin ich? Ist nicht eine Frage, die nach einer Antwort sucht, sondern ein direkter Ruf des Bewusstseins, sich selbst zu erkennen. In dem Moment, in dem du dich dieser Frage hingibst, wirst du jenseits aller Antworten und Erklärungen verweilen. Du wirst erkennen, dass du nie getrennt warst von der Quelle, dass du immer schon das unendliche, formlose Sein warst. Und in diesem Erwachen gibt es keine Trennung mehr zwischen dem Erlebenden und dem Erlebten. Es gibt keine Vergangenheit, keine Zukunft, nur das Ewige, das sich in der Stille des gegenwärtigen Moments offenbart. Und in dieser Stille wirst du wissen, dass das, was immer du suchst, immer schon da war. Du bist die Quelle, du bist das unendliche Bewusstsein, das alles durchdringt. In diesem Zustand gibt es weder Gedanken noch Anstrengung. Wenn der Verstand sich beruhigt, die Gedanken aufhören und du für einen Moment still wirst, wirst du feststellen, dass du der Seher bist, der in einem unendlichen Zustand des Friedens und der Klarheit verweilt. In diesem Moment gibt es keinen Besucher, keine Trennung, sondern nur das reine, unverfälschte Sein. Alles andere, alle Erscheinungen, alle Formen, alle Namen sind wie der Traum, der beim Erwachen verschwindet. Die wahre Freiheit, der wahre Frieden liegt in der Erkenntnis, dass du nicht das bist, was du siehst, sondern der sieht. Sobald du dies erkennst, wirst du aufwachen, nicht nur in diesem Moment, sondern für immer. Wahre Freiheit kommt,
wenn du alle Bemühungen loslässt und alle Konzepte und Vorstellungen über das Selbst aufgibst. Das ist der wahre Frieden, der Zustand des wachen Schlafens, in dem es keine Trennung mehr gibt zwischen dem Seher und dem Gesehenen, zwischen dem Subjekt und dem Objekt. Es gibt nur das eine, das in allen Dingen und jenseits aller Dinge wohnt. Möge es dich durch die Stürme des Lebens tragen, durch die Höhen und Tiefen, bis du erkennst, dass du nie wirklich unterwegs warst. In diesem Erkennen liegt die wahre Freiheit. Du bist bereits angekommen. Du warst es immer. Namaste.